Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Ich bin gerade hier rausgekommen, ich habe gerade geduscht und ich habe jetzt noch 530 Kilometer vor mir und die werde ich jetzt abreißen. I want to go this way. 35 Meter, ich habe um 7 Uhr einen Aushalttermin heute Abend. Ich werde so gegen zwischen 6 und halb 7 da sein. Und Moment. Und zwischen 6 und halb 7 werde ich da sein. Dann hatte ich eben eine ganz tolle Idee gehabt. Ich will ja eigentlich heute Abend schon zu Hause sein, aber es geht ja irgendwie nicht, weil, ja, ist zu weit weg. So, dann habe ich überlegt, ne? Und zwar mache ich das so, dass ich habe meinen Disponenten angerufen, habe ihm von dieser Idee berichtet. Der war leider nicht da, aber ein anderer war da und der fand diese Idee gut. So, und zwar habe ich ihn gefragt, ob ich heute Abend, wenn ich da beim Kunden bin, da kann ich auf dem Hof stehen bleiben, ob ich da direkt schlafe dann. Und dann kann ich morgen früh, ganz früh losfahren. Also sagen wir mal so gegen 4 oder 5, je nachdem, wann wann mein E-Log auf Schlafen steht. Und das ist so, ist eine geile Idee. Ich sage ja, eigentlich wollte ich schon zu Hause sein, aber es ging halt leider nicht, ne? Ja, und dann, ne, ja. Ein bisschen ins Gewissen reden halt, ne? Und dann sage ich so, ja, ich möchte gern, dann kann ich ganz früh losfahren und 26 Stunden später bin ich ja dann zu Hause. Das hast du ausgerechnet? Ja, das ist jede Woche das Gleiche. Ich sag 16 Stunden Fahrzeit plus 8 Stunden Pause sind 24, plus 1 Stunde Zeitverschiebung sind 25, plus 2 Stunden Puffer. So, 26 Stunden. Dann wäre ich also Samstagmorgen zwischen 7 und 8 zu Hause. Aber nicht planen. So, ich will jetzt ein bisschen hier Gas machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Bis jetzt ist eine Frage erst gekommen für das Dienstagsvideo. Ist auch erst 2 Stunden online das Video. Ich würde mich über mehr Fragen freuen. Dann kann ich da ein bisschen was zu sagen. Wenn ihr jetzt natürlich nichts zu fragen habt, dann fragt ihr halt nichts, ne? So. Teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Ich komme gleich wieder. Keine Frage. Bis bald. Tschüss. Bis gleich.
bin immer noch auf dem Weg nach Toronto. Ich habe jetzt noch 250 oder so, 250 Kilometer, 230 ist ja egal. Ich habe gerade angehalten, weil ich auf die Toilette musste. Und wisst ihr, was ich auf Toilette gemacht habe? Das sage ich euch jetzt nicht, aber ich habe mir die Kommentare angeschaut und ich habe gedacht, da kommen so 5, 6 Fragen vielleicht. Das sind irgendwie 20 gerade und das Video ist seit 4 Stunden oben, ne? Online. Oben, ja. Dankeschön für die tollen Fragen. Und bis jetzt sind es auch ganz gute Fragen. Ich würde sogar sagen, jetzt glatt auf jede Frage eingehen. Die würde ich bis jetzt, jede Frage würde ich beantworten. Super. Machen wir da mehr Teile raus? Ich dachte, wir machen da mehr Teile raus. Ja, ist ja in Ordnung. Wenn ihr das wissen wollt, dann mache ich da auch ruhig 2 oder 3 Videos raus. Das ist nicht das Problem. Ich hatte ne? Ich habe nichts anderes zu tun. Ne? So. Machen wir. Bis jetzt beantworte ich jede Frage, weil ich finde, wenn man eine Frage hat und also wenn man eine Frage stellt, möchte man ja auch gerne eine Antwort haben. Wenn ich jetzt einen Kanal hätte mit 100.000 Abonnenten und da würden 50.000 Fragen kommen, dann könnte ich das natürlich nicht machen. Aber mit der Größe jetzt gerade, warum nicht? Oder ich teile die Fragen so auf, dass wir jede Woche 1 oder 2 Frage-Antwort-Videos machen. Alter, ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Ne? Ach ja, hier. Ich habe euch doch erzählt eben, ne? Oh, mir juckt der Ellbogen. Ich habe doch eben erzählt hier, ne? Ich habe meinen Disponenten angerufen wegen Frühstart und sonst was, bla bla bla. Und da habe ich ja nicht mit dem Disponenten gesprochen, mit dem ich eigentlich sprechen wollte. Da habe ich aber eben den Disponenten, den ich sprechen wollte, angerufen. Habe gesagt, ich sage, ey, das ist so ein alter Trucker. Und das ist auch einer von wenigen Disponenten, die das nicht vergessen haben, dass sie mal Trucker waren. Normalerweise ist es ja so, wenn man länger Truck fährt und mit mehreren Disponenten zu tun hat, also so habe ich das bis jetzt die Erfahrung gemacht, man merkt, wenn man mit einem Disponenten spricht, spätestens beim zweiten Satz merkt man, ob der schon mal Truck gefahren ist oder nicht. Und bei ihm habe ich das nach dem ersten Satz gewusst. Und viele Disponenten, die vorher Truck gefahren sind, die vergessen alles, ne? Was so Truckfahren bedeutet. So, sobald die die Tür zumachen und den Truck verlassen für immer, ist es so, dann vergessen die alles, ne? So. Und dieser Typ, dieser Disponent, ich sage jetzt keinen Namen, der hat das nicht vergessen. Das ist ganz selten. Oh Mann, ey. Das ist ganz selten. Und der hat das nicht vergessen. Und das ist, der mag mich halt. Und da habe ich so angerufen, ich sage, ey, ich habe das so und so überlegt, hast du das mitgekriegt? Nee, wieso, sag mal. Und dann habe ich ihm das erzählt, mit früh aufstehen und dass ich zu Hause will und Samstagmorgen zu Hause sein will und bla bla bla. Da sagt er so zu mir, wir haben momentan nicht so viel zu tun, weil es ist ja Sommerloch, keiner hat so viel zu tun. Ich muss mich beeilen, weil es fängt an zu regnen. So, und dann sagte er, wir haben momentan nicht so viel zu tun, wir haben 13 Trucks haben wir in Toronto stehen. Ich sage, ja, ich sag, musst du wissen halt, ne? Ich überlege mir was. Hat man einen neuen Trip. Da ist eine Katze. Wollt ihr nochmal Maxi sehen? Maxi! Hallo! Na? Du Katze? Komm mal her. Hey. Hey. Hallo. Na? Geh mal rein. Geh mal rein. Rein. Danke. So. Katze sagt, ich soll auch reinkommen. Hat sie gerade gesagt, ne? Damit gekriegt. Jetzt muss ich wieder weiterfahren. Weil die brauchen Molkereiprodukte in Toronto. So, bis später. So, guten Morgen. Es ist Freitag. Es ist gar nicht mehr morgens, es ist 11 Uhr morgens. 11 Uhr morgens, ne? Es ist immer noch morgens. Hi. Seafood Driver. Oh, der hat eine Kamera in der Hand. Düt, düt, düt. Ja, ich war eben schon laden. Ich habe jetzt noch 10 Stunden
15 Minuten vor mir. Also Restfahrzeit für heute. Und habe ich erzählt, wo es hingeht? Ah ja, genau. Ich habe ja gestern angerissen, ich habe eine Ladung, ne? Ja, ich habe eine Ladung. Und habe da eben geladen. Hier stehen so ein paar von uns rum. Ich darf nichts sagen. Und habe hier eben getankt. War noch bei Tim Hortons Kaffee, ne? Und ein bisschen was Süßes, ne? Ein bisschen was für eure Figur. So. Nicht umfallen, nicht umfallen. Warte mal. So, und ich werde jetzt noch 10 Stunden ungefähr fahren oder 9 Stunden. Dann werde ich eine verkürzte Pausenzeit danach machen. Und dann bin ich morgen so gegen... Ja. Morgens irgendwann bin ich dann in Monken. Da stelle ich den Trailer hin, der ist dann für Montag. Also mir ist es egal, was dann passiert. Ich muss den nach Monken bringen. Dann gucken wir mal, ne? Toller Freitag. Eigentlich wäre ich gerne zu Hause, aber es ging halt diese Woche nicht anders. So, dann fahre ich Montag wieder raus. Aber bis dahin ist noch ganz viel. Ne? So. Und dann werde ich wahrscheinlich, ich eben mit Marco noch mal telefoniert, darüber gesprochen, diese Frage-Antwort-Video, da werde ich wahrscheinlich mehrere Teile machen müssen, weil es sind einige Fragen. Manche Fragen werde ich nicht drauf eingehen. Erstmal, weil diese Fragen entweder schon kamen oder halt doppelt gefragt werden oder wurden. Und das zweite ist es fällt mir immer mehr auf, dass Leute was fragen. Also ich habe da gerade so zwei Kandidaten, da werde ich nicht drauf eingehen. Und zwar der erste, der sagte zu mir, also der sagte ganz viele blöde Sachen, aber eine Sache davon war, sieh zu, dass dein Kanal nicht so verkommt wie Mike on the Road, dass dein Kanal zum Garagenaufräumkanal wird. Ich weiß nicht, warum man immer andere Leute schlecht machen muss. Da waren noch ein paar Dinge bei, die mir nicht gefallen haben. Und dann waren irgendwelche Fragen. Das heißt also, und der andere, der sagte zu mir, was war die mieseste Tour, die von deinem Disponenten geplant war? Und dann hat er seine Lebensgeschichte erzählt und hat seinen Disponenten als Hohlpfosten bezeichnet. Da gehe ich nicht drauf ein, weil dieser Mensch oder diese beiden zeigen mir, dass sie andere Menschen respektlos behandeln. Und wahrscheinlich möchten sie mit 100% Respekt behandelt werden. Da stehe ich nicht drauf. Ich mag dieses Niedermachen von anderen Menschen, damit man sich angeblich besser fühlt oder so. Ihr fühlt euch nicht besser und ihr werdet auch nicht ein besseres Leben danach leben. Gefährdung, Berufsverbot und was der da noch alles schrieb. Also so schwer. Ich habe mich eben noch mit Marco drüber unterhalten, ne? Ey, weißt du, früher haben wir uns das gar nicht getraut zu sagen. Da haben wir das gedacht, weil da gab es nämlich keine Online-Welt. Da hat man sich was gedacht und wenn man gedacht hat, das ist jetzt scheiße, dann hat man das gelassen. Und wenn man es versucht hat und hat dann dafür dann halt die Rechnung bezahlen müssen, dann musste man das machen. Heutzutage online, der erste Typ, von dem ich eben erzählt habe, der Mike on the Road da angesprochen hat, er hat einen Fantasienamen wieder und irgendeine Lokomotive als Profilbild. Und wisst ihr, wie ich solche Leute nenne, die mit verstecktem Profil online irgendwelche Leute anmachen, die finde ich feige. Die finde ich so feige. Die sind so dumm und feige. Die verstecken sich in der Anonymität, deshalb haben sie ja diese große Fresse. Die verstecken sich in der Anonymität. Aber dann machen sie auch was viel Schlimmeres, anstatt mit ihrem Namen dazustehen. Nein, dann macht man irgendwie einen Fantasienamen, damit man Scheiße labern kann. Ist mir auch kackegal, ob er mich jetzt deabonniert oder nicht. Ich brauche solche Leute auf dem Kanal nicht. Ich könnte weitaus mehr Abonnenten haben, als ich habe. Ich meine, ich bin ja stolz auf das, was ich habe. Aber ich habe ganz oft schon welche einfach rausgeworfen, weil ich auf so ein menschliches Verhalten habe ich keinen Bock. Im Tierreich wird besser miteinander umgegangen. Da wird entweder aufgefressen oder du kannst leben. Aber hier in der Menschenwelt, da gibt es noch was Drittes, das heißt quälen. Und anderes schlecht machen, habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt habe ich mich abreagiert, dann esse ich einen Donut und dann werde ich gleich losfahren. Bis später.
So, hi zusammen. Ich bin hier, wo ich öfters bin, hinter Montreal. Es sieht geil aus. Ich hoffe, seht ihr. Boah, das sieht geil aus. Ich habe mich hier eben hingestellt. Ich werde hier die Nacht verbringen. Ich mache eine verkürzte Pausenzeit von 8 Stunden. Ich glaube um halb zwei heute Nacht, 1:30 Uhr heute Nacht, klingelt der Wecker. Und um 2:30 fahre ich dann weiter. Dann habe ich, glaube ich, noch 1000 Kilometer vor mir und dann ist Wochenende. 2:30 los, 10 Stunden, 12:30. Bin ich um 12:30 zu Hause. Ah nee, okay, komm, 1,5 Stunden drauf. 3 Uhr bin ich dann zu Hause. So, hier ist tote Hose. Freitagabend, ne? Ich habe gerade einen Schrecken gekriegt. Ich habe eben heute nicht die Mikrofone ausgeschaltet. Jetzt sind die leer. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Ich werde jetzt natürlich vollladen, damit ich morgen wieder reden kann. So, ich bin müde. Ich hätte noch 3 Stunden fahren können oder 2 Stunden fahren. Gut, ich sag, komm, Arsch geleckt. Mit der Nachtfahrt gemacht. Es ist mir auch auf den Sack gegangen hier wieder quer weg. Da habe ich gesagt, nee, da hinten ist auch noch quer weg so, die nächsten 300 Meter. Nein, habe ich keinen Bock drauf. Der Trailer muss erst Montag ausgeliefert werden, aber ich will morgen zu Hause sein, weil ich Montag wieder rausfahren will. So, gibt's noch was zu sagen? Ich weiß gerade nichts zu sagen, weil ich gerade nicht denken kann. Aber da vorne ist eine süße Katze. Immer so gerne am Fenster, das heißt jeden Morgen muss das Fenster die Scheibe sauber machen. So, ich gehe jetzt schlafen. Bis später. Tschüss.
So. Akkuladen, 38% noch. So, ich bin mittlerweile in Woodstock angekommen. Ich habe schon 7 Stunden gefahren jetzt. Und habe jetzt noch 270 Kilometer vor mir, also knapp 3 Stunden. Dann stelle ich den Trailer, habe ich doch schon gesagt, ne? Den Trailer stelle ich dann in Monk bei uns im Yard ab. Und dann, Moment. Ja, und dann fahre ich nach Hause. Gott sei Dank. Auch ein bisschen müde jetzt. Ich meine, sind jetzt auch schon knapp 700 Meter jetzt gefahren. Und heute Morgen um 2:30 losgefahren. Heute Morgen um 2:30. Aber gut, Kaffee habe ich, ne? Musik ist gut. Brauche ein bisschen Strom auf der Kamera. Habe ich noch nicht. Und ja, Zigaretten habe ich gekauft. Zigaretten. Ich würde sagen, bis später.
Guten Morgen. Es ist. Ich habe gerade. Also, es ist so, ich bin zu Hause und ich. Da muss ich reingucken, Gott, da die Dings ist. Ich nehme das mit dem iPad auf, das erkläre ich sofort. Und zwar, ich bin gestern nach Hause gekommen und dann habe ich mir überlegt, du gehst morgen frühstücken. Und dann habe ich, glaube ich, 11 Stunden geschlafen jetzt. Ja, so müde. Und jetzt dachte ich, ach komm, jetzt fährst du noch los zum Frühstücken. Da bin ich jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, dann drehst du den Schluss. Und dann habe ich die Kamera angemacht und ja, Akku leer. Ja, irgendwas überlegen. Ich habe auch noch 2 Akkus noch irgendwo rumfliegen und eine Ladestation. Vielleicht muss ich das mal alles ein bisschen anders machen. Egal. Ich gehe jetzt frühstücken und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren und Facebook Kanada Trecker Philipp. Ich werde das Video, während ich frühstücke, hochladen und freigeben für 17 Uhr. Marco muss es auch noch übersetzen. So, alles klar. Ich würde sagen, Dienstag mache ich ein Fragevideo, den ersten Teil. Ich habe mir überlegt, dass ich so 15 bis 20 Minuten mache, weil sonst pennt ihr mir ein davor. Und es sind ganz viele Fragen und ich muss mal gucken, wie ich das mache. Bis später. Tschüss.